Es ist Juni 2017 und ihr seht rechts die Skyline von Östersund in Mittelschweden. Ich bin auf dem Weg zu einer mehrtägigen Motorradtour durch Nordschweden und Nordnorwegen. Der Schnee des Winters ist endlich weggeschmolzen, seit einem Monat habe ich meine GS hier oben zur Verfügung und ich genieße die neue Mobilität in vollen Zügen. Seit August letzten Jahres lebe ich bereits in Östersund, absolviere hier mein Vertiefungsstudium und schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Ich wohne in dieser kleinen, aber sehr gemütlichen 25 Quadratmeter großen Hütte auf dem Campingplatz, wo auch die meisten anderen internationalen Studenten untergebracht sind. Eine nette kleine Community mit Leuten aus aller Herren Länder. Den ganzen Winter über hatte ich auf glühenden Kohlen gesessen, da man bei all der Dunkelheit, Kälte und ohne eigenes Fahrzeug hier nicht wirklich was unternehmen kann. Wenn man 25 Jahre lang nur den deutschen Winter gewöhnt ist, dann kann einen der Winter im hohen Norden schon ziemlich runterziehen. Von Ende Oktober bis Ende April durchgehend Schnee, zeitweise nur 4 Stunden Licht am Tag und bis zu minus 30 Grad. Daher gehört die Zeit, in der ich hier das Motorrad zur Verfügung hatte, auch zur schönsten Zeit meines gesamten Auslandsjahres. Der Frühling nach einem langen Winter zusammen mit der Mobilität durch die Maschine ist einfach einmalig. Entsprechend hart war es für mich, diesem Ort nach Abschluss des Studiums den Rücken zu kehren, auch wenn ich seither schon viele weitere Male in Östersund zu Besuch war. Doch bevor es ans Verabschieden geht, will ich mit dem Motorrad noch so viel wie möglich vom Land sehen. Ich bin gerade auf dem Weg zur E45, der ich bis in den Polarkreis folgen möchte. Der Polarkreis ist das einzige fixe Ziel dieser Tour, der Rest der Strecke wird spontan und nach Bauchgefühl entschieden. Als Ziel der ersten Tagesetappe habe ich mir Arjeplog gesetzt, wo ich übernachten möchte und dann am nächsten Tag weiter in den Polarkreis fahre. Dazu muss ich im Prinzip immer nur der E45 folgen. Größere Städte auf dem Weg sind Strömsund, Dorothea, Wilhelmina und Storuman. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Tiere ich auf dem Weg so zu sehen kriege, denn auf den Touren davor hatte ich mit dem Motorrad wirklich immer Glück. Weniger Glück werde ich aber wahrscheinlich mit dem Wetter haben. Am ersten Tag soll noch die Sonne scheinen, ab dem zweiten Tag muss ich aber auf alles gefasst sein. Doch bei der Auffahrt auf die E45 wäre meine Tour beinahe auch schon vorbei gewesen, da mich dieser Transporter fast von der Bahn gedrängt hätte. Leute, jetzt mal ehrlich, Schulterblicke retten Leben und wenn ihr keinen Schulterblick machen könnt, dann nutzt wenigstens eure Seitenspiegel. Da kann man echt nur noch mit dem Kopf schütteln. Erstes Zwischenziel ist Strömsund. Hier war ich schon mehrfach auf Durchreise und das, was mir am ehesten von Strömsund in Erinnerung geblieben ist, ist Frassis, eine der in Schweden sehr beliebten Hamburger Ketten. Selbst kennengelernt habe ich Max, Frassis und Sibylla. Doch an Max kommt keiner der beiden auch nur annähernd heran. Bei Frassis fühlte ich mich eher wie in einer Bahnhofsspelunke. Das liegt wohl auch daran, dass das Restaurant im alten Bahnhofsgebäude liegt. Das Ambiente war ja auch ganz nett, vom Dreck auf dem Boden und auf den Tischen mal abgesehen. Aber was ich damals auf den Durchreisen von Strömsund noch nicht wusste und erst am nächsten Tag in einem Gespräch mit einem Schweden erfuhr, war folgendes: Hier beginnt und endet der Vildmarksvägen, die knapp 400 Kilometer lange Wildnisstraße. Das merke ich mir für den Rückweg, vielleicht lassen Zeit und Wetter ja einen Abstecher zu.
Kurze Zeit später bin ich an einem Schild, welches mich in einem ganz besonderen Teil Skandinaviens empfängt. Denn kurz vor Dorothea verlässt man Jämtland und kommt nach Västerbotten. Gleichzeitig überquert man die Grenze nach Lappland. Die Sicht auf das Schild versperrt natürlich bereits ein anderer Tourist, nämlich, was auch sonst, ein Deutscher. Die trifft man hier echt wie Sand am Meer. Dorothea selbst bezeichnet sich als das Tor Lapplands, ein netter Ort für eine Mittagspause, ehe es weitergeht. Das Schöne an Schweden für mich ist es, endlich mal rollen lassen zu können. Kaum Ampeln, kaum Verkehr und dazu wunderbare Landschaften. In Norwegen durchs Gebirge zu fahren ist zwar schön, ich fühle mich durch die Berge aber eher eingeengt. Diese Weiten in Schweden sind schon eher etwas für mich und geben mir das Gefühl, wirklich mal frei zu sein. Man kommt zwar mit durchschnittlich 90 km/h nicht ansatzweise so schnell vorwärts wie auf einer guten deutschen Autobahn, dafür ist die Staugefahr hier oben fast nicht vorhanden. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten ist man stellenweise ganz allein auf der Straße und dafür ist die Straße landschaftlich viel, viel schöner und entspannter zu fahren. Immer wieder gibt es schöne, an die Landschaft angepasste Rastplätze, wie diesen hier am Umeälven kurz vor Storuman. Da macht man gerne Pausen, füllt sich am Fluss die Wasserflasche auf und genießt einfach mal die Sonne. Und endlich habe ich meinen ersten Kontakt mit Tieren. Ich dachte erst, ein paar hundert Meter vor mir wären Fußgänger auf der Straße. Da ich aber mindestens 20 Kilometer von jeder Siedlung entfernt bin, kann es sich bloß um Tiere handeln. Und siehe da, gleich eine ganze Rentierherde steht mitten auf der Straße und auf dem Seitenstreifen. Zum Glück verlassen die Tiere aber die Straße, als es dem Leittier zu heikel wird. Durch die Krümmung der Kameralinse sehen die Tiere hier sehr weit entfernt aus. In echt waren sie keine 10 Meter von mir entfernt. Und weil ich Tourist bin und die Straße gerade leer ist, muss ich natürlich auch erstmal ein paar Bilder machen. Zum Kontakt mit Rentieren habe ich übrigens auch ein eigenes Video zusammengestellt. Schaut es euch doch mal an. Es handelt von den 3 Arten der Rentiere. Kurz danach komme ich in Arjeplog an. Nach schwedischer Definition ist es eine mittelgroße Stadt, denn es gibt eine Tankstelle, einen Supermarkt und einen Geldautomaten. Wir in Deutschland würden vielleicht größeres Dorf dazu sagen. Aber einen schönen Campingplatz gibt es hier und genau da will ich übernachten. Das Besondere an diesem Platz ist, dass man sich nicht beim Campingplatz selbst anmeldet, sondern in der Stadt zu einem Hotel fahren muss, um sich dort an der Rezeption anzumelden. Das kenne ich so auch noch nicht. Und ja, es ist Mitte Juni und trotzdem liegt hier noch der aufgetürmte Schnee aus dem vorigen Winter. Und zwar nicht nur hier, auch dort, wo ich später mein Zelt aufbaue, liegt noch jede Menge Schnee. Welche Schneemassen hier im Winter jedes Jahr runterkommen, kann sich angesichts solcher Bilder wohl jeder selber denken.
Ich baue mein Zelt direkt am Wasser mit Blick auf die Stadt auf und mache mir mein Abendessen. Mit dem guten alten Esbit-Kocher aus meiner Bundeswehrzeit koche ich mir eine Portion Travel Lunch. Und in der Nacht habe ich ein letztes Mal auf dieser Tour Glück mit dem Wetter, denn es herrscht wolkenloser Himmel, an dem die Mitternachtssonne zu sehen ist. Zumindest würde ich die Sonne sehen, wenn da nicht die Berge im Weg wären, denn hier, knapp unterhalb des Polarkreises, bleibt die Sonne nachts genau auf Höhe des Horizonts stehen. Diese Bilder entstehen um 1 Uhr morgens. Ich habe mir extra den Wecker gestellt und freue mich wirklich wie ein kleines Kind, ein Bild mit meinem Motorrad vor dem hell erleuchteten Himmel zu machen. Eigentlich will ich auch gar nicht mehr zurück in den Schlafsack, aber es wird morgen ein sehr langer Tag. Der nächste Morgen. Ich bin sehr früh aufgestanden und schon um 7 Uhr wieder auf der Piste Richtung Polarkreis. Die erste Etappe ist das Polarkreisschild nordwestlich von Arjeplog. Von da aus fahre ich dann rüber nach Norwegen. Ab da habe ich mir überlegt, wieder nach Süden Richtung Trondheim zu fahren, von wo ich auch wieder bequem zurück nach Östersund komme. Bis zum Polarkreis fahre ich noch ca. 1,5 Stunden durch fast menschenleeres Gebiet. Noch ist das Wetter super und die Landschaft besticht durch herrliche Ausblicke. Auch eine Elchkuh steht am Straßenrand, aber natürlich genau dann, als ich die Kamera nicht auf dem Kopf habe. Da muss dieser Holzelch erstmal reichen, den die Bewohner einer kleinen Siedlung zur Begrüßung in den Ortseingang gestellt haben. Und schließlich erreiche ich das eigentliche Ziel dieser Motorradtour, nämlich den Polarkreis. Ich war auf dem Weg zu einem Kurzbesuch der Lofoten bereits im letzten Herbst hier, aber damals leider bei schlechtem Wetter und vor allem ohne Motorrad. Heute kann ich dann endlich das heiß begehrte Bild meines Motorrads vor dem Polarkreisschild machen. Die erste Etappe ist damit beendet.